Hallo liebe 1000 PS-Fans, herzlich willkommen zum weltweit ersten Pressetest der brandneuen Yamaha XSR 700. Die Burschen von Yamaha haben mir gestern oder uns gestern eine ganze Menge über Retro-Bikes, über Classic-Bikes, über Sport Heritage erzählt. Es war eine sehr interessante Präsentation. Es waren auch Japaner mit von der Partie, die gar nicht so steif sind, wie man immer glaubt, sondern die sehr cool sein können. Eben auch der Projektmanager der XSR 700. Und wenn ich es in einem Satz zusammenfassen muss, dann würde ich sagen, inspiriert von der Vergangenheit, gebaut für die Zukunft. Das ist das, was uns die Yamaha-Mitarbeiter mitgeben wollten von der Präsentation. Und wenn ich sie hier so vor mir stehen sehe, muss ich sagen, ja, sie verbindet wirklich eine Menge klassische Elemente mit modernen Elementen. Die modernen Elemente, die sie beinhaltet, sind vorrangig MT-07-Teile. Auf diesem Bike basiert die XSR 700. Das heißt, der Motor, das Chassis, die Felgen und die Schwinge sind von der MT-07 übernommen. Der Motor ist nämlich ein extrem sportlicher und agiler Geselle, ein Parallel-Zweizylinder, fast 700 Kubik, 75 PS bei 9000 Umdrehungen, 68 Newtonmeter Drehmoment bei 6500 Umdrehungen. Ja, das ließe jetzt keine sportlichen Werte erwarten. Sie lässt sich aber extrem sportlich fahren, wie wir es ja schon von der MT-07 wissen. Auch die XSR 700, ein extrem sportliches Motorrad, mit dem man dank des starken Motors eigentlich auch sehr oft und gerne nur auf dem Hinterrad unterwegs sein kann, weil das so angenehm und schön wild. Auch die Bremsen von der MT-07 übernommen. Ich würde sagen, nicht unbedingt sportlich, aber ausreichend gut dosierbar. Und ja, also ich glaube, für Leute, die die XSR 700 fahren wollen oder werden, ist sie sportlich genug, weil sie war mir eigentlich schon sportlich und akzeptabel genug. Da werden dann, glaube ich, gemütliche Typen, die die XSR 700 haben wollen, dann ohnehin sehr zufrieden sein, denn die Sitzposition vermittelt einen unglaublichen Spaßfaktor, weil man eben so angenehm drauf sitzt und einen sehr hohen Lenker vor sich hat, der eher so eine Scrambler-Sitzposition zulässt, die ja eben extrem gemütlich ist. Der Lenker ist eben höher, auch viel breiter, 660 mm, glaube ich, bei der MT-07, 760 sind es bei der XSR 700, also man thront schön breit auf der XSR drauf und ja, hat einfach viel Spaß mit ihr. Was sie jetzt extrem von der MT-07 unterscheidet, und das seht ihr ja auch alle, ist natürlich das Design. Und da zum Beispiel diese Alu-Paneele sind über einem Stahltank, die kann man austauschen. Das heißt, alleine diese Teile zeigen schon, wie individuell man sich seine XSR 700 gestalten kann bzw. soll. Auch das Sattel in dieser Version schon meiner Meinung nach sehr gut. Es wird dann, wenn die XSR 700 auf den Markt kommt, auch gleichzeitig ein über 40 Teile umfassendes Zubehör-Tuning-Teile-Programm geben. Dann gibt es 4 verschiedene Sättel, dann gibt es Dinge, die man einfach auf so einem Retro-Bike braucht, vielleicht eine Scheinwerferverkleidung, alles, was einem vielleicht nicht cool genug ist auf der XSR 700, wobei ich eben zum Beispiel den Scheinwerfer extrem cool finde. Das Rücklicht, glaube ich, von der XV 59, heißt sie so, ja, XV 59 übernommen, aber hier ohne Chrom, schaut spitzenmäßig aus. Der Tacho, eben ein Rundinstrument, aber da wiederum sehr auf die moderne
hinzielend, weil es voll LED ist, Entschuldigung, LCD, beinhaltet den Tacho eben gut ablesbar, Ganganzeige, Drehzahlmesser, weil auch digital nicht so gut ablesbar, aber die dreht ohnehin so angenehm und schön hoch. Da braucht man den Drehzahlmesser ohnehin nicht unbedingt. Ja, schaut von Haus aus gut aus, lässt sich aber individualisieren und vor allem glaube ich, oder zumindest meiner Meinung nach, ich würde zwei Dinge auf alle Fälle ändern. Das ist der kurze Stummelauspuff, der meiner Meinung nach so gar nicht zu einem Retro-Bike passt. Da gibt es aber dann von Agapovic direkt über den Yamaha-Händler einen hochgelegten Auspuff, schaut sehr cool aus. Und der silberlackierte Kühler vorne, das verstehe ich nicht ganz, warum der so prominent auffallen muss. Schwarz wäre ein bisschen dezenter, kann man aber auch mit schwarzen Teilen dann verkleiden und schöner machen. Man kann sie also individualisieren. Nun sind wir aber mal auch beim Preis. Knapp über 9.000 wird die XSR 700 in Österreich kosten. Das sind doch fast oder knapp 2.000 mehr als bei der MT-07. ABS ist immer dabei auf der XSR. Die 2000er sind aber meiner Meinung nach, ehrlich gesagt, gut investiert, weil die XSR wirklich cooler ausschaut, ein cooleres Image hat und haben wird und definitiv exklusiver sein wird als eine MT-07, die man halt leider wirklich an ziemlich jeder Ecke sieht. Also ein extrem cooles Retro-Modern-Bike, falls ich diesen neuen Ausdruck kreieren darf, das eben auch fahrtechnisch extrem viel Spaß macht. Ja, wenn euch nun mein Gequatsche über die XSR 700 gefallen hat, dann gebt mir einen Daumen hoch, abonniert unseren 1000 PS YouTube-Kanal, da bekommt ihr alle Videos frei Haus geliefert, die wir machen und ihr könnt eben auch sehr gerne Kommentare dazu abgeben. Danke fürs Zuschauen.